Jetzt bin ich gerade in Paris, in der Nähe von Johannesburg. The crocodile was found here Sure. when there's a canoe club. Oh. Yeah. And one of the canoers saw him. An Indian was not allowed in the Free State. Yes. Indians were not allowed in the Free State. There was a joke that says the fastest person in the country is an Indian on a bicycle to the Free State. So what happened here is this old Mr. Jalapur, the Indian family, they established their shop in the Transvaal where they were allowed. So all the people from the Free State in Paris came to shop here. Sure. It's something from the old days. So no Indians were allowed in the Free State? Not in the Free State. They were not. They were banned from the Free State. The whole of the Free State. Sure. It's like almost Mr. Trump doing with the Yeah. Mexicans. You forget. Yeah, one forget about it, you know, and it is good to remember Yeah. what not to do. Yeah. Hier sind wir jetzt am Zoo Lake, beim ersten Stopp der Sightseeing Tour, und da das so schön aussieht, habe ich mir gedacht, gehe ich mal die halbe Stunde hier einmal außen rum und nehme den nächsten Bus wieder. Jetzt aus dem Apartheid-Museum. Richtig cool. Jetzt habe ich gerade im Bus hier zur Rosebank Mall, wo ich jetzt gerade bin, einen Brasilianer aus Rio de Janeiro kennengelernt. Und in Rio de Janeiro werde ich ja in 4 Wochen sein. Der dort auch Apartments hat und vermietet, Fotograf ist. Und dann habe ich jetzt mal seine Nummer und dann kann ich mich mal melden, wenn ich in Rio bin. Hat mir ein paar Tipps gegeben, an welche Strände ich gehen kann und was man zu beachten hat. Echt cool, wen man da so alles trifft hier. Alles sehr surreal, weil man hier kein Sonnenlicht hat oder wenn dann nur wenig, sonst immer in einer Halbdämmerung ist. Echt strange, aber schauen wir mal.
bin jetzt hier gerade in Pretoria angekommen, aber es ist nicht sicher genug, um zu Fuß zum Freedom Park zu gehen, der 800 Meter entfernt ist. Ich habe mich jetzt gegen den Freedom Park entschieden, auch wenn ich irgendwie mit Uber hinfahren könnte, und fahre stattdessen zu den Union Buildings mit dem Hot Train und dann dem entsprechenden Bus. Schauen wir mal. So, heil angekommen bei den Union Buildings. Jetzt schauen wir uns hier mal um. Hier war jetzt gerade zwei Gruppen an jungen schwarzen Frauen, die unbedingt ein Foto mit mir haben wollten. Ich weiß jetzt nicht warum, aber jetzt haben sie ein paar Fotos. So, nach einer Woche oder nach 10 Tagen Johannesburg. Es gibt keinen öffentlichen Nahverkehr. Wenn man irgendwo hinkommen will, muss man eigentlich immer Uber verwenden. Das ist ein bisschen nervig. Das Essen erschwinglich und das Wetter ist fantastisch. Also ich hatte jetzt gesehen von einem Tag, wo es mal so richtig geschifft hat. Jeden Tag 27 Grad, Sonne, Wolken, wenige, warm. Sonst kann man über Johannesburg noch sagen, dass es gewöhnungsbedürftig ist für jemanden aus Europa, weil man überall diese kleinen Festungen hat, wo Zäune gebaut werden mit Elektrozaun oder NATO-Draht, um ein einfaches Haus zu schützen. Das sieht man jetzt meistens, finde ich, in Europa nur bei Gefängnissen. Dann ist noch anders, dass hier die Leute unglaublich freundlich sind. Also es gibt wirklich unglaublich viele, unglaublich freundliche Menschen. Die Stadt ist wahnsinnig grün. Die gibt es erst seit 130 Jahren und damals für den Goldabbau wurden dann Bäume gepflanzt, um dann abgeholzt werden zu können, um als Verstärkungen im Minenbau verwendet werden zu können. Noch dazu kann man sagen, dass hier eigentlich keine dichte Besiedlung ist. Also es ist hier wirklich sowas wie in einer Vorstadt in Deutschland, wo jeder so sein eigenes Eigenheim hat, sein eigenes Häuschen. Aber nicht, dass hier irgendwie mal 2 Stockwerke sind schon dicht. Es gibt hier jetzt keine Apartmentgebäude mit 5 Stockwerken und 3 Parteien je Ebene oder so. Das gibt es hier einfach nicht. Kriminalität ist hier wirklich ein sehr großes Thema. Auch daran zu sehen, wie sehr sich die Leute immer vor Einbrüchen schützen oder es dann auch aber trotzdem nicht hilft. Und wenn man abends unterwegs ist, sollte man schauen, in welchem Viertel man unterwegs ist. Oder dann einfach einen übernehmen, weil das einzige sichere Möglichkeit ist, dann nach Hause zu kommen. Sonst, soweit ist alles gut. Die erste Woche ist soweit also sehr gut rumgegangen, keine größeren Probleme. Ein bisschen irritierend war das Erlebnis in Pretoria, wo mir dann die Sicherheitsbeamtin da meinte so, nee, da sollte man wirklich nicht zu Fuß hingehen, das wäre überhaupt nicht sicher und dann würde entweder müde werden oder ausgeraubt werden. Deshalb, nee, das sollte man nicht machen. Und das ist halt eine Aussage, die kennt man so nicht. Yeah.